Hi, ich bin Henry und das ist der Korg Minilook. Das ist ja so in gewisser Weise ein kleiner Revolutionär, denn als der auf den Markt kam, war der Markt eigentlich von virtuell analogen digitalen Geräten bestimmt. Und dann kam Korg mit einem echt analogen Gerät, das im Prinzip so ein bisschen einen Schritt 20 Jahre zurück gemacht hat. Der ist vierfach polyphon. Er klingt wie die größten Synthesizer der 80er Jahre, also wirklich ein echt klasse Sound. Dabei ist er sehr kompakt. Er hat nämlich eine Plastikunterseite, die ihn schön leicht macht, eine Metalloberfläche, die ihn trotzdem sehr robust macht. Er hat länger als normale Minitasten, deutlich länger als beispielsweise hier bei diesem Keystep Pro. Die bieten eine echt gute Spielbarkeit. Und was die Anschlussmöglichkeiten angeht, da fehlt echt nichts. USB, MIDI in und out, Sync in und out, Audio in, Output, Kopfhörer, wie man es kennt. Und der Korg Minilook hat auch noch einen weiteren Vorteil. Er hat so viele Regler, dass man so gut wie gar nicht ins Menü eintauchen muss. Er ist also One Knob per Function. Und was diese Regler so alles machen, das schauen wir uns jetzt mal an. Und das ist auch schon der Minilook. Ich schalte ihn gerade mal an. Nicht wundern, wenn eurer Silber ist. Ich habe mir damals diese aschgraue Version besorgt. Die Standardversion ist in Silber. Der Minilook verweist uns darauf, dass er jetzt die Oszillatoren stimmt. Er ist auch schon fertig, also das Ganze läuft in Rekordzeit, viel schneller als bei Vintage-analogen Synthesizern. Die Sektionen sind hier klar beschriftet. Es gibt 2 spannungsgesteuerte Oszillatoren, dazu noch Oszillatormodulationsmöglichkeiten, ein Mixer, Filter, Amplitude-Hüllkurve und Filterhüllkurve, ein LFO, noch einen zweiten Filter und ein Delay, also ein Echo-Modul. Und zusätzlich hat er hier verschiedene Voice-Modi. Er kann also polyphon gespielt werden, das heißt, ich kann bis zu 4 Töne gleichzeitig drücken. Man kann ihn duophon spielen, dann gehen nur noch 2 Töne zu drücken, aber ich höre trotzdem 4. Er spielt im Prinzip den ersten Ton zweimal und den zweiten Ton zweimal. Und ich kann diese 4 Töne jeweils voneinander noch etwas detunen. Also als würde ich die ganz leicht im Pitch, also in der Tonhöhe, voneinander variieren lassen. Das Ganze gibt es auch unison, da werden alle 4 Töne auf eine Taste gelegt. Da lassen sich dann sehr fette Sawtooths, also Sägezahnwellen erzeugen. Und wenn man das Ganze detunt, kriegt man so fast schon so eine Rave-Lead-Synth, so ein Rave-Lead-Synth-Sound. Ansonsten gibt es einen Mono-Mode. In dem Mono-Mode würde jetzt der wie ein monologer Synthesizer funktionieren. Das heißt, ich kann immer nur einen Ton gleichzeitig drücken. Das heißt, selbst wenn ich 2 drücke, wird immer nur die zuletzt gespielte Taste akustisch ausgegeben. Er hat einen Chord-Modus. Und was für Akkorde gespielt werden, kann ebenfalls dann hier über diesen Voice Mode Depth Regler eingestellt werden. Ein Delay-Modus, der im Prinzip auch monophon funktioniert. Ein Arpeggiator. Und der Arpeggiator hat auch verschiedene Spielweisen, die man dann ebenfalls über diesen Regler einstellen kann. Und dann gibt es noch einen Sidechain-Modus. Was das bewirken würde, wäre, dass wenn ein eingehendes externes Signal reinkommt, dass der Synthesizer sich dann wegduckt. Das kann im Studio-Einsatz sinnvoll sein. Aber zurück zum ganzen Anfang oder ganz zum Anfang. Gehen wir mal nochmal in die Oszillator-Sektion. Wenn ich einen initialisierten Patch einstelle, also zum Beispiel den 200. Patch, den letzten, das ist bei mir noch ein freier Speicherplatz, werde ich von einer Sawtooth Wave begrüßt. Und zwar unabhängig davon, was hier eingestellt ist. Das ist im Prinzip nur die letzte Einstellung, bevor ich das Gerät beim letzten Mal ausgemacht habe. Aber was wir hören, ist jetzt nicht die hier
eingestellte Welle, sondern wir hören eine Sawtooth Wave. Da muss man einfach wissen, wenn ich das Gerät neu anmache, ist der im Patch hinterlegte Zustand der Knöpfe relevant und nicht das, was hier auf meiner Oberfläche zu sehen ist. Ich kann den Oszillator 2 reinregeln oder einfach mal alleine, wenn wir ihn mal alleine hören wollen. Da hört man, dass der standardmäßig auch auf einer Sägezahnwelle liegt, auch wenn er jetzt hier nicht so eingestellt war. Diese Oszillatorwellen, die hier jetzt in der Standardeinstellung reinkommen, lassen sich in ihrer Tonhöhe hier mit dem Oktavregler einstellen. Ebenfalls würde das hier unten funktionieren. Und es gibt noch eine globale Oktaveinstellung, die dann beide gleichzeitig parallel nach unten verschieben würde, die dann also global wirkt. Der Mixer, in dem lässt sich die Tonhöhe einstellen. Wie gesagt, ich mache beide mal an. Jetzt hören wir gerade beide Oszillatoren. Ich mache Oszillator 2 wieder aus. Über den Shape-Regler, den Formregler sozusagen, lässt sich die Wellenform von einer einfachen Sägezahnwelle in eine deutlich komplexere Wellenform rübermorphen. Und der Pitch-Regler dient dazu, die Tonhöhe fein einzustellen. Und das kann interessant sein, wenn man beide einstellen möchte, dann könnte man die Pitch-Modulation ausstellen. So, jetzt werde ich die voneinander mal in der Tonhöhe variieren. Jetzt war der Oszillator 2 um 700 Cent höher eingestellt als Oszillator 1. Und das ist auch schon die Funktion dieses Pitch-Reglers. Ich war jetzt kurz abgelenkt, weil dieser Pitch-EG-Knopf hier war nicht in seiner Nullstellung, sondern der war in einer anderen Stellung. Deswegen hatten wir jetzt gerade so ein bisschen Probleme. Aber wie gesagt, auch das kein Untergang. Solange man rausbekommt, was gerade was verursacht, geht das ja. Und da sind wir auch schon angelangt bei der Oszillatormodulation. Ich kann Oszillator 1 und Oszillator 2 sich gegenseitig über Kreuz modulieren lassen. Die beschleunigen so zumindest der Anzeige nach, also des Oszilloskops nach, irgendwie gegenseitig, wie schnell sie durch ihre Phase durchlaufen. Klingt sehr musikalisch, könnte ich mir auch sehr gut für eine Square Wave vorstellen, für eine rechteckige Welle. Die Welle ist immer in Bewegung und das allein schon mit der Cross-Modulation. Wenn man jetzt zusätzlich noch die Oszillator-Shape verändert, ergeben sich schon sehr viele Möglichkeiten des Sounddesigns. Wir haben hier auch eine Oszillator-Synchronisation. Die Oszillator-Synchronisation setzt die Phase von Oszillator 1 beziehungsweise von Oszillator 2 immer wieder auf 0 in dem Moment, wo Oszillator 1 auf 0 ist. Das heißt, Oszillator 2 wird auf Oszillator 1 synchronisiert.
Das heißt, diese Modulation, die dadurch entstand, dass beide nicht genau in derselben Phase waren, die ist dann vorbei, weil die jetzt auf hart synchron laufen. Aber eine Veränderung der Tonhöhe zum Beispiel von Oszillator 2 moduliert jetzt durch diese harte Synchronisation auch Oszillator 1. Und zwar ohne den Pitch von dem Sound zu verändern. Obwohl wir am Pitchregler drehen, verändert sich der Pitch nicht, sondern nur die Wellenform. Und das wird durch diese Oszillator-Synchronisation erreicht. Hier haben wir noch die Ring-Oszillation. Da lassen sich im Zusammenhang mit der Pitch-Modulation von Oszillator 2 und mit der Höhekurvenintensität verrückte Sachen erreichen. Und das noch bevor wir irgendwelche Hüllkurven oder Filter eingesetzt haben. Einfach allein mit dieser Oszillator-Sektion. Die ist also an sich für Sounddesign schon sehr, sehr interessant. Ich gehe aber trotzdem zurück auf einen initialisierten Patch, um einfach jetzt mal ganz trocken die Funktion des Mixers und der Filtersektion zu erklären. Der Mixer hat hier nochmal einen dritten Oszillator versteckt, nämlich einen, der uns mit White Noise versorgt, mit dem weißen Rauschen. Ich stelle eigentlich beide mal gerade aus, Oszillator 1 und 2, und fahre nur mal das Rauschen hinein. Das klingt wieder so, als hätte man beim Fernseher oder beim Radio die Radiostation oder die Fernsehstation nicht gefunden. Kann aber sehr musikalisch für die Soundgestaltung sein. Ich werde in einem weiteren Clip mal auf das Sounddesign oder die Sounddesign-Möglichkeiten des Gerätes genauer eingehen. An dieser Stelle sei nur vermerkt, es gibt einen Noise-Oszillator, einen Rausch-Oszillator. So, aber genug davon. Wir gehen jetzt mal mit beiden Oszillatoren in den Filter rein. Ich mache ein wenig Noise dazu. Das ist jetzt mal unser Sound. Den filtere ich jetzt mal zur Hälfte raus. Und dann merkt man, da sind plötzlich alle hohen Töne weg. Warum sind die hohen Töne weg? Weil es hier sich um einen Low-Pass-Filter handelt, der also nur noch die niedrigen Töne durchlässt. Es gibt auch High-Pass-Filter, aber an dieser Stelle erstmal nur über das Prinzip eines Low-Pass-Filters. Der Low-Pass-Filter schneidet dann an einer Frequenz, die man hier beeinflusst mit dem Cut-Off, schneidet der den Sound weg, und zwar die Höhen. Daher auch der Begriff Cut-Off. Man kann aber den Schneidepunkt, wo man sozusagen das Messer ansetzt, in der Frequenz anheben, in der Lautstärke der Frequenz. Und das macht man mit der Resonanz. Dadurch entsteht so dieses quakiges Geräusch, was man von Filtern kennt. Ich habe die Resonanz jetzt zur Hälfte geöffnet. Hier sind im Prinzip zwei verschiedene Filter auswählbar. Einmal ein Zweipolfilter, einmal ein Vierpolfilter. Der Zweipolfilter lässt noch etwas mehr Höhen durch als ein Vierpolfilter. Der fällt also nicht ganz so steil ab, die Kurve, sondern etwas gemächlicher, während die Vierpolkurve recht steil abfällt. Und zwar einmal mit 12 dB pro Oktave und einmal mit 24 dB pro Oktave. Jetzt hört man hier im Vierpol-Modus kaum noch die Töne. Bei der gleichen Cut-Off- und Resonanzeinstellung höre ich bei Zweipol noch mehr hohe Höhen. Und demnach würde ich also für verschiedene Sounds, die ich kreiere, auch immer überlegen, welcher Filter passt eigentlich besser dazu. Für irgendwelche Subbässe wäre vielleicht der Vierpol-Filter interessanter, weil er wirklich mehr von den Höhen wegschneidet. Wenn ich melodische Sounds oder Bässe, wo oben noch ein bisschen was mitwobbeln soll,
würde ich vielleicht eher zum Zweipolfilter greifen. Man kann den Filter hier per Keytrack auch noch in seinem Verhalten über die Tastatur hinweg beeinflussen. Also wenn man eine Keytrack auf 50 oder gar 100% einstellt, dann würden hohe Töne noch etwas mehr geöffnet sein. Also der Filter würde noch mehr hohe Töne durchlassen, was ja durchaus sinnvoll sein könnte, weil andernfalls bei einer sehr tiefen oder beim tiefen Cut-Off im Prinzip die hohen Töne gar nicht mehr hörbar sind. Mache ich Keytrack an, hat er aber noch mehr von den hohen Tönen durchgelassen, wie dieses Beispiel zeigt. Gleichzeitig gibt es eine Anschlagdynamik-abhängige Filterfunktion, also ob der Filter bei einem härteren Tastendruck sich weiter öffnet. Ist jetzt sehr leise eingestellt, aber man hat es, glaube ich, gehört, dass ein leichter Tastendruck deutlich weniger den Filter weit öffnet als ein Dollar-Tastendruck. Und das macht man eben hier mit diesem Velocity-Schieberegler. Und das würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal zum Filter sagen. Dieser Knopf der Envelope Generator Intensity, also die Intensität der Hüllkurve, bezieht sich im Prinzip auf diese Hüllkurve hier rechts daneben. Das können wir jetzt gleich mal ausprobieren. Ich setze mal die Attack auf ganz niedrig, den Decay auf die Mitte, Sustain aus, Release aus. Dieser Decay sorgt dafür, dass der Filter sich allmählich schließt. Ein kürzerer Decay schließt den Filter schneller. Eine größere Intensität sorgt für extremere Modulation des Cut-Offs. Der fängt also praktisch mit einem deutlich weiter geöffneten Cut-Off an, schließt sich dafür dann aber in der Geschwindigkeit, die hier per Decay eingestellt ist, deutlich tiefer. Der Attack fadet den Filter allmählich ein. Und zwar so hoch, wie hier in der Intensität eingestellt wurde. Nehme ich das ein bisschen runter. Geht er nicht allzu hoch. Der Sustain-Regler bestimmt, was passiert, wenn die Decay allmählich abgefallen ist, auf welchem Niveau er dann stehen bleibt. Bei einem mittleren Niveau bleibt der Ton auf einem recht hohen Filter-Cut-Off stehen. Ich mache den Decay etwas niedriger, damit diese Abfallphase schneller geht. Nehme ich jetzt den Sustain weiter runter, schließt sich der Filter nach dem Abfall durch den Decay deutlich tiefer. Nehme ich den Sustain ganz runter, bleibt er auf einem sehr niedrigen Wert stehen. Und lasse ich etwas Release zu und gleichzeitig auch etwas Amplituden-Release, dann würde der Filter auch nach dem Loslassen der Taste noch ausklingen. Und zwar hier in dem Fall jetzt auf einem hohen Niveau ausklingen. Nehme ich den Filter-Release runter, würde der Filter nach dem Loslassen der Taste sich wieder schließen. So, und ähnlich wie die Filter-Hüllkurve funktioniert auch die Amplitude-Hüllkurve. Also ich kann hier mit dem Attack ebenfalls allmählich in den Sound reinfaden. Ich kann dann mit Decay bestimmen, wie schnell der Sound abfällt. Ich nehme den Attack wieder ganz runter. Kann den also sehr, wie gezupft fast schon machen.
hätte ich schon fast was Gezupftes. Und so beeinflusst dann die Amplitude-Hüllkurve, wie der Sound im Zeitverlauf sich bewegt, was die Lautstärke angeht. Ja, waren diese beiden Hüllkurven, einmal für Filter, einmal für Amplitude. Und wir haben hier darunter den LFO. Der LFO ist sowas wie ein Modulationsgerät. Der kann diese drei Destinationen, Pitch, Shape und Cutoff, modulieren. Ich mache das Ganze jetzt mal am Beispiel des Cutoff vor. Ich denke mal, das ist recht eindeutig. Also was der LFO jetzt macht, also LFO steht wie gesagt für niedrigfrequenter Oszillator. Das ist im Prinzip wie ein Oszillator, der mit einer sehr, sehr langsamen Frequenz läuft. Und in dem Fall ist der jetzt auf einer Triangelwelle, läuft der jetzt, deswegen hat er so ein schönes gleichmäßiges Hoch und Runter. Würde ich das Ganze umstellen auf die Rechteckwelle, dann gibt es im Prinzip nur Berg, Tal, also oben, unten, ohne das dazwischen. Und in der Sägezahnform ist es also wirklich, wie man sich eine Sägezahn eben vorstellt. Das fängt von ganz steil oben an und fällt immer wieder runter. Und die Intensität bestimmt dabei, wie weit er den Filter öffnet. Ich denke mal, das ist auch erklärt. Die Rate ist also die Geschwindigkeit, mit der das macht. Und da sieht man, dass der LFO des Mini-Log also ein sehr hohes Geschwindigkeits- oder Wiederholungsraten-Spektrum abdeckt. Wenn ich das Ganze jetzt verwende, um nicht mehr den Cutoff zu modulieren, sondern die Shape, das mache ich mal am besten mit einem geöffneten Filter vor. Vielleicht hier an diesem Beispiel der Triangelkurve gut ersichtlich. Was der jetzt macht, ist, er moduliert diese beiden Shape-Regler, die hier zu sehen sind, in der Geschwindigkeit, die hier auf der Rate eingestellt ist. Und er kann das auch nur ganz leicht machen, wenn ich die Intensität also runterfahre, würde der nur eine recht leichte Modulation oder leichte Ausprägung dieser Shape-Modulation machen, anders als wenn ich die ganz weit aufgedreht habe. Ja, und wie man es sich schon gedacht hat, bei Pitch macht er das für die Pitch-Regler der Oszillatoren, und zwar für beide. Hat keine Auswirkung auf den Noise.
auch letzten Endes, habe ich das Gefühl, überschreibt auch, was hier bei dem Pitch, bei der Pitch-Hüllkurve in der Modulationssektion eingestellt ist. Ist bei einem leichten Wert interessant für so eine leicht detunten wenn man da jetzt ein bisschen Hall drauf setzt. Okay, also es ergeben sich da durchaus Modulationsmöglichkeiten für auch für diesen Pitch-Regler. Ja, aber letzten Endes, ich habe jetzt gerade eben schon ein bisschen den Delay vorgeführt. Ich habe ein bisschen an dem High-Pass-Cutoff gespielt, der also dann die tiefen Frequenzen wegschneidet. Je weiter ich den hochdrehe, verschwinden die tiefen Töne und nur noch das Rauschen bleibt übrig. Kann sinnvoll sein, um also aus einem Sound ja so verschmierte Bässe rauszufiltern. So, und das war's auch erstmal mit dem Korg Minilog. Ich hoffe, ich konnte euch die wesentlichen Funktionen näher bringen. Wenn ihr noch Fragen habt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ansonsten freue ich mich über jeden Daumen. Und wenn ihr die Folgevideos zum Sequencer und zum Sounddesign haben wollt, dann könnt ihr euch einfach einschreiben und dann werdet ihr darauf hingewiesen, wenn das Video hochgeladen ist. Ansonsten bis die Tage, bleibt gesund und macht schön Musik.